Was muss ich beachten, wenn ich Gewohnheiten verändern möchte? Da möchte ich auf eine ganz häufige Strategie eingehen, die Menschen einsetzen, wenn sie versuchen, Gewohnheiten zu ändern. Und das ist die Verneinungsstrategie. Sie nehmen sich nämlich vor, das alte Verhalten nicht mehr durchzuführen. Also zum Beispiel, ich möchte nicht mehr so viel sitzen, bei unserem vorhergehenden Beispiel. Oder ich möchte keine Angst vor der Prüfung haben. Oder ich möchte nicht immer wieder ärgerlich auf meinen Partner, meine Kinder reagieren. Und man weiß, dass diese Verneinungsvorsätze nicht funktionieren. Warum funktionieren sie nicht? Weil bei uns neurologisch in unserem Gehirn kommt diese Verneinung nicht an. Das ist so, wenn ich jetzt zu dir sage, denke jetzt einmal nicht an einen rosaroten Panther und du tust das, was ich gesagt habe, dann denkst du an einen rosaroten Panther. Ein anderes Beispiel, wo das sehr deutlich macht, was alle, die mit kleinen Kindern zu tun haben, die mal laufen gelernt haben, wenn die anfangen zu laufen, dann sind sie oft so ein bisschen holprig und wackeln hin und her. Und dann ist ein beliebter Spruch der Eltern, gib Acht, dass du nicht hinfällst. Und 2 Sekunden oder noch schneller später liegt der oder die Kleine da. Und dann sagt man, ja gut, ich habe es ja auch gleich gesagt. Die Psychologie nennt es übrigens selbsterfüllende Prophezeiung. Bei uns im Gehirn werden bei der Verneinung die gleichen neuronalen Bahnen angeregt, wie wenn ich das nicht verneinte Verhalten mir vorstelle oder wenn ich das sogar real durchgeführt habe. Also durch einen Verneinungsvorsatz stärken wir eher noch das alte Verhalten. Jetzt, was ist die Lösung dafür? Wir müssen uns erstmal ganz konkret das neue Verhalten definieren. Wir müssen wissen, was wir wollen. Und das möglichst präzise als Ziel formulieren. Das neue Verhaltensziel. Und da gibt es dann auch Regeln, wie man sowas macht, damit die Wahrscheinlichkeit, dass das neue Verhalten durchgeführt wird, auch mit großer Wahrscheinlichkeit umgesetzt werden kann. Der erste Schritt ist also, Ziele zu definieren, die das neue Verhalten entsprechend beschreiben. Und dann können wir das einsetzen, was wir vorhin schon gesagt haben, nämlich zum Beispiel Mentaltraining, dass wir die Vorstellungen aufbauen. Wie wird es sein, wenn ich dieses neue Verhalten in den Alltag integriert habe? Und diese beiden Schritte zusammen, nämlich exakte Zielformulierung und dazu nochmal die mentale Vorstellung der Zielverwirklichung, die erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Verhalten verändere, sehr stark.